Ich hoffe, ihr habt die Krakensöhne genauso sehr vermisst wie ich. Und damit willkommen zurück zu einem neuen Flive Universe Video, wie ihr unschwer erkennen könnt, von Borodeng. Und ja, ich habe letztens ein Video hochgeladen, wo ich so über die Ungewissheit des FEC-Servers geredet habe. Und ja, jetzt geht es natürlich noch ein Update für Borodeng zu machen, weil ich habe ja eigentlich gesagt vor dem FEC-Server, dass ich mir noch nicht sicher bin, wie das dann, naja, sein würde und so. Aber jetzt sind ja die ersten über 2 Wochen schon vorbei von dem FEC-Server. Und ich kann jetzt zumindest mal ein Update geben für, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob es überhaupt wirklich viele Leute gibt, die aktuell nur auf Borodeng spielen und auch irgendwie darauf warten, dass ich mich dazu äußere oder so. Wahrscheinlich nicht so viele, ehrlich gesagt. Der FEC-Server kam, glaube ich, noch deutlich besser an, als alle erwartet haben. Und es spielen auch deutlich mehr Leute, als alle erwartet haben. Entsprechend, glaube ich, ist das Interesse für Borodeng momentan nicht so riesig. Aber ich werde euch jetzt trotzdem mal so ein bisschen meinen ungefähren Plan für die nächsten Wochen und Monate geben. Und ja, das allererste ist, erstmal ist Borodeng pausiert. Also bei mir sieht es momentan einfach immer noch nicht so gut aus. Ich habe jetzt diese Woche auch nochmal viel Stress im Real Life, was dafür sorgt, dass ich weder FEC noch sonst wirklich extrem viel spielen kann. Also ich meine, ich werde natürlich jeden Tag spielen, aber halt nicht so viel, wie ich vielleicht würde, wenn ich mehr Zeit hätte. Genau, also da ist sowieso schwierig, einfach nur überhaupt zu zocken oder mehr zu zocken als normalerweise. Das heißt, da ist auf jeden Fall eh nicht so viel Spielraum, großartig was anderes zu machen oder was anderes zu machen oder mehr zu machen oder 2 Server zeitgleich zu spielen, wie auch immer man es nennen will. Und deswegen ist Borodeng jetzt erstmal im Sommerschlaf, Frühlingsschlaf, Frühjahrsschlaf, weil jetzt halt momentan, es ist halt sowieso eine dämliche, oder was heißt eine dämliche Situation, aber momentan ist es sowieso so schwierig, weil man so viel daily-mäßig zu tun hat. Und ich nehme natürlich die Second Anniversary Events, das habe ich schon im FEC-Video gesagt, auf Borodeng natürlich mit. Das heißt, ich probiere jeden Tag am World Boss teilzunehmen. Zumindest, also ich habe mir immer gesagt, mindestens 2 World Bossen will ich täglich teilnehmen. Wenn es dann vielleicht doch mal nur einer ist, egal, aber man will auf jeden Fall so viel mitnehmen, wie es halt geht. Wenn es halt klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann halt auch mal nicht. Aber auf jeden Fall will ich die mitnehmen, so gut es geht. Und natürlich auch den Second Anniversary Event Dungeon. Da der Event Dungeon ja nicht an eine gewisse Uhrzeit gebunden ist, will man den auf jeden Fall mitnehmen. Und bei dem ist auch wirklich die Masse macht's. Also beim World Boss zwar ich auch mit den Boxen, aber beim Anniversary Dungeon ist es, finde ich, erst recht so, dass es da halt wirklich darauf ankommt, das jeden Tag mit so viel Chance wie möglich zu machen, dass man da halt wirklich diese Massen an Boxen bekommt, die man dann halt einfach gut gebrauchen kann für zukünftige Sachen auf dem Server. Und ja, das ist eigentlich auch das nächste. Was ich jetzt halt machen werde, ist, wie gesagt, die Events, also wenn es halt Events sind, die man so nebenbei mitnehmen kann, wie das Second Anniversary Event, wo du halt täglich dich nur einloggen musst und mal kurz so einen Dungeon machen musst oder so. Und das ist im Endeffekt das Event so ungefähr. Das probiere ich dann natürlich auch bei zukünftigen Events immer auf jeden Fall mitzunehmen. Und natürlich die Tower Dailies, ist ja eh klar. Tower Dailies, meine absolute Spezialität, meine Leidenschaft, Kappa. Die werden auf jeden Fall auch mitgenommen. Und halt, ja, da wird halt Borodeng, genau wie letztes Jahr während dem FEC-Server, halt auf jeden Fall nicht komplett in Vergessenheit gerät. Also ich werde weiterhin auf jeden Fall jeden Tag da sein und genau, weiterhin ein bisschen Kohle verdienen, eben mit den Tower Dailies, ein bisschen XP machen, eben mit den Tower Dailies und halt gegebenenfalls auch ein paar Events mitnehmen für Power-Ups, Items, Projects, Battle Pass natürlich und so weiter und so fort. Also einfach das übliche Programm im Endeffekt. Da ändert sich so gesehen eigentlich wenig, nur dass halt die hauptsächliche Spielzeit erstmal zumindest jetzt auf FWC stattfinden wird. Genau. Und ja, dann ist es so, dass wir jetzt halt in 2 Wochen eben das Ende von dem Second Anniversary Event haben, also diese stressige Zeit, also die Ingame stressige Zeit sozusagen. Die wird jetzt hoffentlich auch dann eben mit dem Event enden. Also ich meine, das Event ist zwar hammergeil, also versteht mich nicht falsch, das ist wirklich cool und die Belohnungen sind echt gut. Vor allem, dass man halt auch so viele Boxen bekommt. Also man könnte jetzt natürlich sagen, okay, eine Box an sich hat es, naja, nicht so gute Prozentchancen, egal welche Box man sich jetzt genau anguckt. Aber es geht ja eben darum, dass du das halt jeden Tag machen kannst. Du kannst jeden Tag Boxen bekommen, hunderte Boxen während dem gesamten Event und so weiter und so weiter. Und entsprechend, ja, hast du da halt 5 Wochen Zeit. Also wer da nur eine Box am Ende vom Event hat, ist ja irgendwo selber schuld. Und wenn man halt viele Boxen hat, dann kann man sich eigentlich nicht darüber beschweren, dass die Chancen pro Box nicht so gut sind, weil die Masse macht es dann halt einfach. Aber auf jeden Fall haben wir eben diese Openings, die bald kommen. Und da kann ich auf jeden Fall schon mal anteasern. Das wird richtig pervers. Also mein Elementor hat hier gerade
über 100 von den 1er-Boxen. Aktuell sind es 106. Das werden noch so ja um die 130, 40 oder so. Und alle meine Charakter werden mindestens 20 davon haben wahrscheinlich. Oder, naja gut, zumindest die Charakter, die ich für den Worldboss benutzt habe, auf jeden Fall alle über 20. Und dann andere Charakter haben halt noch mal so, keine Ahnung, 1 bis 10 oder so. Mal schauen. Jedenfalls, genau. Das ist halt auf jeden Fall der Teil, der mich am meisten freut. Die Box könnt ihr euch nochmal angucken hier. Vielleicht kurz Pause machen, falls das jemand nicht kennt. Ist insane. Also man hat insgesamt eine ungefähr 8%ige Chance auf Protects, auf 10% Speedset, auf wirklich gute Sachen, muss man wirklich sagen. Das ist einfach richtig, richtig, richtig geil. Und dann haben wir noch die andere Box vom Event Dungeon eben. Da ist leider, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, wenn man nur eine Box jetzt anschaut, dann ist die Chance natürlich jetzt nicht so geil. 80% Chance auf Berry Select oder Ore Select Box. Aber da können eben tonnenweise Pet Candies sein. Und Pet Candies, es könnte nicht besser sein eigentlich für uns. Ich habe dieses Langzeitprojekt für dieses Jahr eigentlich angelegt oder festgelegt, mit denen ich will 2 oder mindestens ein gutes A-Pad, wenn es gut läuft, 2 gute A-Pads bekommen. Auf Borodeng natürlich, logischerweise. Und habe das ja sozusagen als langfristigen Plan irgendwie ja, festgelegt und nicht wirklich dran gearbeitet, not gonna lie. Wir haben noch nicht viel gemacht, deswegen habe ich es ja auch Jahresplan genannt, sozusagen, weil dann kam ja die Deflation auf Borodeng nach dem New Horizon Update und dann hat sich ja, oder habe ich ja nicht wirklich eingesehen, da wirklich so viel Geld für Pets zu investieren, wenn alles andere, zum Beispiel Project halt günstiger wird. Wisst ihr ja bestimmt alles noch. Und hier ist es aber so, dass ich jetzt auch von diesen Boxen auf jedem Charakter die sammle und aktuell auf jedem Charakter über 200 davon habe. Das heißt, ich besitze bereits über 3000 von diesen Boxen, wo eben diese Pet Candies drin sein können. Und da hoffe ich halt drauf, hier und da vielleicht auch ein bisschen reinlacken, wobei wir gar nicht so sehr reinlacken müssen, weil A-Candies brauchen wir ja gar nicht. Wir brauchen ja tatsächlich nur bis B-Candies, weil A-Candies braucht man ja für ein Pet von A auf S. Und genau das machen wir ja nicht. Wir machen ja nur A-Pads. Und der Vorteil, was das letztendlich einfach bedeutet, oder worauf ich hinaus will, ist, das wird mir einfach tonnenweise Geld sparen. Also egal, wie viele Pet Candies es werden. Ob es 10 B-Candies werden, 100, whatever, spielt keine Rolle. Jeder Candy, den wir bekommen, spart mir im Endeffekt mein Geld, weil ich werde es dann halt einfach so machen. Ich nehme irgendwelche, Trash-Pets und werde die mit den sehngebundenen Candies von jedem Charakter hochleveln. Und das heißt, diese Candies sparen mir wirklich bares Geld. Diese Candies sind eigentlich bares Geld. Aus der Sicht von jemandem, der mit den Pets zumindest was anfangen kann. Aber selbst für Leute, die mit den Pets nichts anfangen können, ist es auch eigentlich pures Geld, weil du kannst einfach ein random-ass-Pet hernehmen, levelst es einmal hoch und dann ist das Pet ja quasi mehr wert. Und dann kannst du indirekt quasi deine sehngebundenen Pet-Candies so verkaufen. Also es ist eigentlich eine ziemlich coole Situation, muss man wirklich sagen. Selbst für Leute, die Pet-Candies komplett selber als Futter benutzen, spart das auch eine Menge Geld. Zum Beispiel, ihr bekommt 20 A-Candies aus dem Event raus. Dann könnt ihr 20 Mal euer A- oder S-Pad gratis füttern. Also auch das ist cool. Das ist einfach ein richtig nices Event, muss man wirklich sagen. Vor allem die Masse macht's halt, wie gesagt. Und das ist jetzt im Endeffekt das, worauf ich mich die nächsten 1,5 Wochen noch vorbereite, sozusagen auf dieses ultramassive Opening. Also das wird wirklich geistesgestört, das kann ich einfach nur sagen. Und ja, mal gucken, wie viele Pets wir dann rausbekommen, was wir alles rausbekommen werden, wie viele 10% Speedsets und so weiter und so weiter. Das wird auf jeden Fall richtig, richtig geil, sage ich euch. Genau, das ist jetzt eben das, was momentan auf Borodeng so abgeht. Also jetzt erstmal, wie gesagt, warten, bis das Event vorbei ist und halt auch warten, wie sich jetzt FEC entwickelt. Das ist halt das, was ich auch in dem letzten FEC-Video gesagt habe, mit dem, man weiß jetzt ja nicht, wie genau das jetzt weitergehen wird mit den Events. Wann kommt das PvP-Event, wann kommt das PvE-Event? Wie genau finden die statt? Oder gibt es vielleicht noch andere Ankündigungen? Was ist mit der Transferankündigung? Die gibt es ja tatsächlich auch momentan noch nicht. Also was wird tatsächlich transferiert? Wie gesagt, also ich und so ziemlich jeder andere, glaube ich auch, geht davon aus, dass es einfach 1:1 sein wird wie letztes Jahr. Bin ich auch immer noch der Meinung, aber es könnte ja trotzdem eine Änderung geben, zum Beispiel zum Thema Pets oder so. Man weiß es nicht. Und entsprechend, ja, muss man das halt einfach noch ein bisschen abwarten. Da kann man jetzt einfach noch nicht so viel sagen. Es könnte halt sein, dass wenn halt die Ankündigungen oder die Events oder was auch immer mir nicht so sehr zusagen, dass ich dann vielleicht doch tatsächlich eher schon wieder ein bisschen mehr auf Borodeng spielen würde. Halte ich jetzt für eher unwahrscheinlich, aber könnte ja theoretisch passieren. Und auf der anderen Seite könnte es natürlich sein, dass es auf FEC halt einfach super läuft, es macht weiter super Spaß und whatever. Und man sagt, okay, Borodeng hätte man zwar irgendwie auch Bock, aber man sagt, naja, jetzt ist einfach FEC und bis FEC-Ende passiert auf Borodeng erstmal nicht mehr viel mehr, als ein paar Events mitzunehmen und eben, wie gesagt, die Tower Dailies immer weiter pushen. Und ja, das war's letztendlich eigentlich auch schon, was ich euch sagen wollte. Also
Sorry, wie gesagt, falls diese eine Person existiert, die auf meine Borodeng-Rückkehr schon, auf meine frühzeitige Rückkehr sozusagen wartet. Also erstmal auf jeden Fall nichts wirklich geplant. Second Anniversary Event jetzt weiterhin abfarmen. Und das Geile ist halt auch für die Pet Candies, also für dieses Pet-Projekt, was ich gerade angesprochen habe, ich kann mir das im Endeffekt alles mit dem Tower Daily Penya finanzieren. Also ich werde natürlich trotzdem noch einiges an Penya wahrscheinlich dafür brauchen. Und momentan gebe ich mein Penya auf Borodeng nicht aus, weil ich meine, der Server ist da sowieso auch so eine Art Winterschlaf. Also da passiert jetzt nicht viel wirtschaftlich, weil es spielen ja auch viel weniger Leute. Das heißt, alle Veränderungen sind in einem viel kleineren Rahmen. Kann man jetzt positiv und negativ sehen. Aber auf jeden Fall wird es jetzt halt höchstwahrscheinlich jetzt nicht irgendwie, die Preise sich jetzt nicht 10-fach explodieren. Ja, es wird einfach nicht viel passieren im Endeffekt, ist das, was ich sagen will. Und da ist jetzt halt, wie gesagt, nice, dass ich da mein Penya eigentlich perfekt genau für dieses Pet-Projekt weiter benutzen kann. Und das heißt, der Lichtblick sozusagen ist, dass wenn ich wirklich die volle Zeit des FEC-Servers quasi eigentlich ausschließlich auf FEC verbringe, dass ich dann halt die ganze Zeit das Penya ansammle. Das sind ca. 900 Millionen Penya im Monat, das ist gar nicht so wenig. Und das natürlich dann voll in die Pets investieren kann, plus die Pet-Candies aus dem aktuellen Event eben. Könnte halt sein, dass wir dann dem Pet-Projekt am Ende des FEC-Servers extrem nahe sind oder zumindest extrem viel näher gekommen sind, als wenn ich halt weiterhin auf Borodeng gespielt hätte und mein Geld halt eher weiter für Protect oder so ausgegeben hätte. Muss man also auch als positiven Schritt sehen, das heißt quasi kleine Borodeng-Pause, aber es ist dann nicht so, dass nichts passiert in der Zeit, sondern es passiert eben schon was. Und das ist mir halt immer wichtig. Und mit den aktuellen Systemen von Fluff Universe halt auch gut vereinbar, mit den Daily-Spielzeitbelohnungen und so weiter und so fort, mit dem Battle Pass, dass man halt weiterhin Protects, Belohnungen, Power-Ups und so weiter sammeln kann, sodass es sich nicht anfühlt, als würde man nach 5 Monaten auf einen komplett toten Account zurückkehren, wo man keine Ahnung hat, was da abgeht, sondern ganz im Gegenteil, der Account ist gepflegt und gepflegt, ja, es wurde Penya gefarmt, es wurden Power-Ups gefarmt und so weiter und so weiter und ja, man kehrt da eben zurück auf einen sehr gut vorbereiteten Charakter, der zum Beispiel auch direkt mit Pet craften, Pet rerollen, upgraden und so weiter loslegen kann, wenn eben Bedarf besteht. Oder auch direkt einfach leveln oder Dungeons machen, weil tonnenweise Power-Ups eben vorliegen. Also ich denke, der Plan ist ganz gut. Könnt mich auf jeden Fall gerne in den Kommentaren ja, alles darüber fragen, was ich gerade erwähnt habe. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Fluff Universe Video wieder. Und schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Link ist wie immer in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.